Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es selbstgemachten Schokoladenpudding. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Bleib dran, ich zeige dir, wie es geht. Zuerst messe ich 125 ml Sahne und ebenso 125 ml Milch ab. Die Hälfte des Milch-Sahne-Gemischs gebe ich in einen kleinen Topf zum Erhitzen. Nun gebe ich ein Päckchen Vanillezucker und einen Teelöffel Vanillepaste in die Schüssel. Hinzu kommt noch ein Esslöffel Kakao und ein Esslöffel Zucker. Alles wird gut in der Schüssel verrührt. Ich probiere die Masse und da es mir noch nicht genug nach Kakao schmeckt, gebe ich noch einen Esslöffel Kakao hinein. Mit einem frischen Löffel wird wieder probiert. Für meinen Geschmack fehlt immer noch etwas Kakao und ich gebe noch einen Esslöffel hinein. Wie viel Kakao man zugeben muss, hängt natürlich auch sehr von der Sorte ab. Die sind alle etwas unterschiedlich. Das muss man eben durch Abschmecken ausprobieren. Wieder mit einem frischen Löffel wird probiert. Dann gebe ich ein Eigelb hinein. Jetzt kommt noch etwas Zucker hinzu. Zum Schluss rühre ich noch einen Esslöffel Kartoffelstärke unter. Nachdem das alles gut verrührt ist und die restliche Milch erhitzt ist, gebe ich die Kakaomasse in den Topf und lasse alles zusammen kurz unter starkem Rühren aufkochen. Der Pudding wird jetzt schnell fest und ich befülle die bereitgestellten Förmchen damit. Die kommen für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Dann können sie gestürzt und serviert werden. Dazu passt wunderbar Vanillesoße oder Eierlikör. Guten Appetit! Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte ein Abo da und du verpasst dann auch kein weiteres Video mehr von mir.
Im Abspann gibt es noch den einen oder anderen interessanten Link für dich. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.